Ich profitiere in der Anwendung von Lean Construction hauptsächlich darin, dass die Koordination der Subunternehmer wesentlich erleichtert wird. Dass ich die 4 Wochen immer im Überblick habe, ich kann gleich Material bestellen und die Leute, die Mannschaft organisieren, dass die immer rechtzeitig da sind. Für jeden Subunternehmer und auch für uns selber ist das einfach ein einfaches System, was gewinnbringend zum Umsetzen ist. Vor allem sich sehr gut vorbereiten kann auf die stehenden Aufgaben, übernächste Woche, Material, Leuteinteilung und dann Abstimmung mit Installateur, Elektriker. Dadurch, dass man halt 1000 Sachen am Tag zu tun hat, weiß ich, okay, im Bauteil 1 bin ich im 10. Stock so und so weit mit dem Trockenbau, im Bauteil 3 so und so weit. Also man kann da sehr gut vorausplanen, dass man eigentlich keine Verzögerungen hat auf der Baustelle, dass es eigentlich sehr rund läuft, so wie es sein sollte. Auch mit dem Big Group, was wir da auf der Baustelle anwenden, kann man hier und da mal reingehen und da mal alles nachvollziehen. Rausgehen passt das eh so, also man kann sich sehr einfach, mit wenig Aufwand, sehr einfach einen Überblick verschaffen. Und das ist ein super Zusammenspiel. Für uns bzw. auch für unsere Subunternehmer war es ja komplettes Neuland, Lean in den Baustellenalltag zu implementieren. Dementsprechend haben wir viele Subunternehmer dafür erst gewinnen müssen, um sie mit dem neuen fremden Lean quasi zu konfrontieren, zu kontaktieren. Da waren natürlich viele Berührungsängste. Wir hätten ja ohne Hilfestellung der PDE gar nicht gewusst, wo wir eigentlich anfangen müssen. Und jetzt erleben wir das quasi seit einem halben Jahr und die Akzeptanz von allen Subunternehmern vom Lean-Management ist extrem hoch. Es werden alle Schnittstellen, alle Details abgeklärt. Es wird auch geklärt, ob irgendwelche Vorleistungen nicht vorhanden sind oder irgendwelche Planungsleistungen noch zu erbringen sind. Für die Bauleitung ist es eigentlich ein extremer Zeitmehrwert. Also man gewinnt einfach mehr Zeit, um sich auf seine wesentlichen anderen Bauleitungstätigkeiten zu konzentrieren. Dass das Zeitmanagement viel besser funktioniert, die Vor- und Nachläufer aller Vorgänge klar definiert sind, die Ansprechpartner klar definiert sind. Man muss nicht permanent ein Feuer löschen, sondern man konzentriert sich auf seine Lean-Schiene und man kann immer gleich relativ zeitnah eingreifen und gegensteuern. Also für mich ist es fix, dass ich Lean Construction bzw. die Lean-Grundsätze auf nächste Projekte anwende. Ich habe im Moment sogar schon 2 neue Baustellen, wo ich auf alle Fälle das Last-Planner-System als agile Taktplanung für meinen Innenausbau übernehmen möchte. Kommt auch gar nicht auf die Größe der Baustelle drauf an, sondern man macht sowieso eine Baubesprechung und dann kann man es eigentlich gleich mit dem Lean-Prinzip abwickeln. Ich würde mich freuen, wenn Lean wieder verwendet wird. Kommt natürlich aufs Generalunternehmen drauf an, aber ich wäre wieder dabei. Es würde meine Arbeit um einiges erleichtern, wenn es im nächsten Projekt wieder implementiert werden würde.